Ich habe mir an für sich, wie gesagt, weil es mir ja dann nachher gefallen hat und ich an für sich das toll fand, wie die Firma gewachsen ist, habe ich mich halt einfach so langsam hochgearbeitet. Habe dann irgendwann den Industriefachwirt gemacht, habe die Ausbilder gemacht. Ich war an für sich der erste Ausbilderin der Hanna von den Azubis und so weiter. Das war 1989. Ja, und so habe ich dann nachher auch praktisch den Export von der Firma Mapai und auch den Import aufgebaut quasi. Für eine familiengeführten Firma wie hier ist das eine ganz persönliche Sache und man hat auch einen viel engeren Kontakt zu Chef, zu alle oder auch. Es war einfach eine große Mapai-Familie, es hat gepasst. Und das war auch das Schöne dran, praktisch, ja, war toll. Es gab keine elektrische Schreibmaschine, es gab mechanische nur Schreibmaschinen mit Durchschlag. Dann habe ich an beide Hände praktisch die Zehenscheidenentzündung gekriegt. Dann hat der Chef gesagt, du, sie kriegt eine elektrische. Also gut, habe ich dann eine elektrische Maschine gekriegt und so weiter. Ich war für sich die Erste, die sowas gehabt hat. Das war natürlich, wenn zwei Chefs da waren, manchmal vielleicht ein bisschen schwierig, ne? Weil es gab ja noch den Senior, der ist ja fast der ist mit 91 Jahren verstorben und so weiter, aber er kam trotzdem noch. Er war da, er war präsent. Na? Dann sage ich einfach mal, da hat er praktisch auch keinen leichten Stand gehabt. Garantiert nicht, das war also alles ein bisschen, ja. Aber es ging. Und er hat ja an für sich, der jetzige verstorbene Chef praktisch, hat ja die Firma zu dem gemacht, was sie ja heute ist. Er hat ja alles praktisch aufgebaut gut, der Grundstein war da, aber was die Firma heute darstellt, hat ja der Dr. Dieter Kress gemacht. Von dem hat die Entwicklung praktisch von der Reibal, er hat die Versuchsabteilung gegründet und so weiter. Und das war sowieso sein Lieblingskind, das Ganze. Und ja, da ist es. Ne? Hat dann praktisch auch alles vorangetrieben. Man fühlt sich mit der Firma verbunden. Und das wird sich auch nie legen. Das war bei meinem Mann so und so weiter und ist bei mir genauso. Was ich der Mapai wünsche, dass sie weiterhin fortbesteht, dass weiterhin die Mapai-Familie zusammenhält und dass sie einfach, ja, dass es wieder weitergeht. Und dass er die Höhen und Tiefen Gutes durchsteht.